Habt ihr Erfahrungen mit Wanderungen? Mittlerweile schon. Aber bis vor einem Jahr haben wir Touren maximal so 13 bis 15 Kilometer. Und das ist dann viel für uns gewesen gemacht. Wie Lena gerade schon gesagt hat, sind wir erst so letztes Jahr in dieses ganze Wanderding reingekommen. So eine Fernwanderung haben wir noch nie gemacht. Im Karwendelhaus hat uns dann auch jemand mal gefragt, ja wie, ihr macht jetzt München-Venedig gleich als erstes, das ist doch viel zu heftig gleich am Anfang. Ja, aber wenn wir das jetzt nicht angefangen hätten, wären wir wahrscheinlich gar nicht gelaufen. Natürlich mag Erfahrung nicht schaden, aber irgendwo gefehlt hat sie uns jetzt auch nicht. Es gilt nur ein paar Dinge zu beachten, vor allem wenn die Wetterlage schlecht ist, wenn Regen angesagt ist, Schnee oder Gewitter, dann sollte man schon ein bisschen aufpassen. Wir haben ja auch zum Beispiel die Birka-Spitze umlaufen. Ansonsten Handy hatten wir immer dabei, immer Ersatzakkus, meistens Empfang. Ist alles gut gegangen. Anfängerglück. Anfängerglück? Ja. Nein. Viele haben uns auch in den Kommentaren gefragt, was wir denn an Ausrüstung dabei haben, welche Rucksäcke wir dabei haben. Da gehe ich in einem Video in der kommenden Woche drauf ein. Zusätzlich habe ich noch eine Packliste auf meiner Webseite erstellt. Die verlinke ich euch jetzt schon. Nur hier jetzt kurz zu meiner Kleidung. Und zwar hatte ich meistens ein T-Shirt an, eine Zip-Hose, meine Wanderschuhe Typ BC. Jetzt habe ich Laufschuhe an, weil wir heute nicht so weit laufen. Und zusätzlich hatte ich noch ein langes T-Shirt dabei, eine Fleecejacke, eine Regenjacke, ein kurzes T-Shirt für die Hütten und eine Sporthose. 3 Paar Wandersocken, 2 Paar Thermo-Unterhosen und alles weitere seht ihr nächste Woche. Wie und wann habt ihr eure Kleidung denn gewaschen? Wir haben die verschwitzten Klamotten jeden Abend mit Handwaschmittel im Waschbecken gewaschen und dann über Nacht trocknen lassen und am Morgen war meistens schon wieder alles trocken und wenn nicht, wurde es hinten an den Rucksack gehangen, wo es dann tagsüber getrocknet ist. Einmal haben wir noch in Belluno sie waschen lassen. Genau, aber das war's. Am nächsten Tag hat es eigentlich nach 2 Stunden schon wieder genau gleich gestunken. Weil es gerade in der Ebene so warm war. Eine geile Aufnahme. Wie habt ihr euch mit Essen und Trinken versorgt? Also morgens gab es das Frühstück in den Hütten, was mal mehr, mal weniger war, aber für den Tag hat es erstmal immer gereicht, so bis zur Mittagszeit. Und oft haben wir uns in den Hütten ein bisschen was vorgerichtet oder wenn wir in einem kleinen Örtchen mit Supermarkt waren, haben wir uns was gekauft. Nüsse haben wir viel mitgenommen, was schnelle Kalorienlieferanten mal waren. Und im Roter Wanderführer steht immer geschrieben, ob man mehr oder weniger Wasser mitnehmen muss, wobei ich 3 Liter dabei hatte und Lena 1 Liter. Abends gab es dann eine deftige Mahlzeit in der Hütte. Wie viel haben die Rucksäcke gewogen? Meine hatte so ca. 10 Kilo und Alex seiner so zwischen 13 und 14 mit Wasser. Ja. Ja, also das war definitiv eigentlich zu viel. Richtiger wäre so, dass man sich an 10 Kilo orientiert. Aber dadurch, dass ich die ganze Techniksachen dabei hatte, hatte ich da ein bisschen mehr. Aber irgendwie hat es auch funktioniert. Gerade die ersten Tagen hatte ich ein bisschen Probleme mit der Hüfte. Weiß nicht, hattest du Probleme? Auch. Lena auch. Aber man gewöhnt sich doch nach 4, 5 Tagen daran. Dann hat man auch noch nachts Probleme. Nun zu unserer Drohne. Welche Drohne hatten wir dabei? Was ist mit der Drohne auf der Reise passiert? Und hatten wir eine Genehmigung dafür?
Gibt es einen besseren Ort als dieser hier, um diese Fragen euch jetzt hier zu beantworten? Endlich mal wieder Drohnenvideos. Viel Spaß! Geflogen sind wir mit einer DJI Mavic Air. Da wir während unserer Wanderung ausschließlich in nicht genehmigungspflichtigen Bereichen geflogen sind, haben wir keine extra Genehmigung beantragt. Die DJI-App zeigt Bereiche, in denen nicht oder nur eingeschränkt geflogen werden darf, an. In absoluten Flugverbotszonen steigt sie erst gar nicht auf. Ab dem 1. Januar 2021 herrschen neue Regeln für Drohnenpiloten. So muss für die Mavic Air beispielsweise ein kostenloser Drohnenkurs absolviert werden und eine Plakette beim Luftfahrtbundesamt beantragt und an der Drohne angebracht werden. Leider habe ich bei einem Flug kurz vor der österreichischen Grenze kurzzeitig das GPS-Signal verloren. Ausgerechnet in diesem Moment erfasste eine Windböe die Drohne und trieb sie gegen einen Felsen, gerade mal 5 Meter neben uns. Ich hatte keine Chance gegenzulenken. Zum Glück war nur ein Flügel beschädigt. So konnten wir uns Ersatz nach Hallege schicken lassen und ab dort wieder fliegen. Wo habt ihr geschlafen? Wir sind immer von Hütte zu Hütte gelaufen und dort haben wir dann auch übernachtet. Ab und zu war auch mal ein Hotel dazwischen. Ja, und die nächste Frage war, warum sieht man nichts von den Unterkünften? Das war einfach so, dass es unterm Strich immer noch unser Urlaub war und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr zu filmen. Wir hatten ja in den Hütten einen straffen Zeitplan mit Duschen, Essen, uns auch ein bisschen ausruhen, uns auf die nächste Etappe vorbereiten und da war einfach keine Zeit mehr, irgendwas zu filmen. Wie viel hat die Alpenüberquerung gekostet und wie kann man diese Kosten mindern? Also insgesamt haben wir 4.500 € gezahlt mit An- und Abreise, also nach München und von Venedig, einschließlich aller Unterkünfte und Essen. Das kann man mindern, indem man zum einen in einem Zelt schlaft und sich den Proviant selber besorgt. Dann schleppt man allerdings noch mehr und hat sehr viel Organisationsaufwand. Die Kosten in den Hütten kann man mit einer Mitgliedschaft im DRV ein bisschen mindern. Und ansonsten, also auf die 4.500 € sind wir auch nur gekommen, weil wir überhaupt nicht aufs Geld geachtet haben. Generell sagt man so 1.800 € gibt man mindestens aus, wenn man von Hütte zu Hütte wandert und auch dort isst. Und wir hatten noch 2 Übernachtungen in Venedig. Genau, die Übernachtungen waren noch dabei. Wie war das mit der Bezahlung auf den Hütten? Generell konnte man die Hütten nur mit Bargeld bezahlen, selten mit Karte. Das heißt, immer gut darauf achten, wo kann ich wieder Geld holen. Ja, wir hatten immer so 500 bis 600 €, glaube ich, in der Tasche. Immer so die nächste Woche ausreichend an Bargeld dabei. Das war schon wichtig. Wie sehr hat euch Corona bei eurer Fernwanderung beeinträchtigt? Also währenddessen eigentlich kaum, aber gerade in der Vorbereitung ist mir auf einmal bewusst geworden, oh, die Hütten wissen noch selber gar nicht, wie sie denn damit umgehen sollen, haben die überhaupt auf. Aber so Anfang Juni war dann klar, ja, sie werden aufmachen, allerdings in begrenzter Form. Das heißt, dass Schlafplätze meist nur zu 50% belegt werden, so dass dort zumindest in den großen Matratzenlagern Abstand gehalten werden kann. Wichtig für die Wanderer ist oft ein normaler Schlafsack erwünscht, weil keine Decken ausgegeben werden aus Hygienegründen und ein Bettlaken muss auch mitgenommen werden. Hat man nicht immer gebraucht, das war von Hütte zu Hütte unterschiedlich. Österreich hatte andere Reglementierungen, Italien, Deutschland
Da haben wir auch von Hütte zu Hütte nochmal viele verschiedene Aspekte kennengelernt. Aber ansonsten, es ist möglich. Es ist auch nicht mehr oder weniger los, eher genau gleich viel. Eher weniger Fernwanderer, dafür mehr Tagestouristen. Navi einschalten. Ein paar Mal wurde auch gefragt, wie ich denn das mit dem Film gemacht habe. Ob ich selber gefilmt habe, ob jemand mitgelaufen ist. Nein, also ich habe das alles selber gefilmt, sprich Kamera hingestellt, wir sind dran durchgelaufen oder Kamera hingestellt und ich habe sie dann wieder geholt. Ein paar Aufnahmen waren mit der Drohne, wo ich über uns hergeflogen bin. Ich habe mir das ein bisschen ausgeklügelt, wie ich während dem Laufen auch einfach die Drohne steuern kann. Und Lena hatte dadurch ein paar Pausen mehr und ich meinen Spaß beim Drohnefliegen. Aber an sich war das jetzt gar nicht so viel Aufwand und so viel Zeit pro Tag, weil wir waren ja insgesamt 29 Etappen unterwegs und dafür sind 70 Minuten gar nicht mehr so viel. Natürlich, der Ausschuss an Beginn und Ende des Videos war immer enorm. Aber ich habe jetzt nicht arg viel mehr gefilmt und gerade zum Schluss, auch in den Dolomiten sogar, gab es Tage, wo wir gar nicht so viel gefilmt haben, auch weil es mal wieder geregnet hat und es von den Aufnahmen her eintönig geworden wäre. Das waren jetzt die häufigsten Fragen. Wir hoffen, wir haben alles zu Genüge beantwortet. Morgen haben wir auch noch mal eine kleine Challenge vor. Mehr davon vielleicht in den kommenden Wochen. Das werde ich nach diesem Video schneiden. Schaltet da dann auch noch mal ein. Das heißt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da und vor allem einen Like, ganz wichtig. Nächste Woche kommt definitiv noch unser Packvideo, was ich in meinem Rucksack drin hatte. Schaut da auch mal rein, falls euch das interessiert. Wir nehmen euch jetzt die letzten 3 Kilometer hier nochmal mit, zeigen euch 2, 3 Aufnahmen von dem Weg. Der ist aber nicht mehr so spektakulär, geht hauptsächlich durch den Wald. Und dann werden wir noch irgendwas Einfaches essen, vielleicht Döner, kurz einkaufen und dann geht's ins Bett. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Immer das Gleiche.